So, dann heiße ich Sie und euch alle willkommen zum Volkswagen-Talk heute mit Thomas Delaney. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Thomas Delaney hat jetzt auch seine erste Pressekonferenz auf Deutsch gegeben, aber er hat darum gebeten, dass wir ein bisschen mit Englisch arbeiten, weil er ein bisschen kaputt ist und er sagt, dann ist das mit der Sprache noch nicht so einfach. Also wir versuchen, das alles gut hinzukriegen. Ich frage ihn jetzt zunächst mal, das was uns alle beschäftigt, ist dieses Spielende, wie das zu erklären ist, the final minutes of the match. Do you probably have any German words to describe what happened at the end of the game? Unglaublich. You know, I had a good feeling during the last 15 minutes, and then, you know, out of nowhere, so it was a bucket of cold water in the head, and, you know, it's part of the game, part of Bundesliga. You're never sure, even though you're 2-0 up, but, you know, it's a tough one to swallow. Also, er sagt, er hatte eigentlich die letzte Viertelstunde ein gutes Gefühl, das Tor kam dann völlig aus dem Nichts und so ist es aber manchmal auch eben im Spiel, dass solche Sachen dann auch passieren und dass man die dann wegstecken muss. Wenn man was Positives sagen will, dann kann man der Mannschaft zugutehalten, wir haben ja vor dem Anpfiff alle noch gehört, Max Kruse fehlt. Wir wussten, Finn Bartels fehlt, Zlatko Junusovic konnte nicht spielen. 3 der wichtigsten Spieler eigentlich, oder 3 sehr zentrale Spieler und trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit ein richtig tolles Spiel gesehen und guten Fußball. You understood the question? Okay. Was it probably a good sign of the quality of your team to see that it worked that well without these 3 key players? Of course, you know, it was a two-faced game. First half was probably better than second half, and in this period of the tournament and with these English Woche, and, you know, it's a mental game. Everybody is tired, the opponent is tired, so it's about being mental ready, and I think that we came into the game with a high intense runs, and, you know, we controlled the game and had a very good feeling. But, you know, in the end, it wasn't enough, and yes, you can say we lack a couple of players, important players. But, you know, it's in the end we lost 2 points, and that's the feeling I'm feeling right now. But it was kind of a proof that it's not just about Max Kruse, the team. Yeah, hopefully, yeah. You know, he's very important for us, and so is Finn and Slutty, but still we need to have a wide squad with a lot of quality, and I think we do have that, and unfortunately today, you know, the feeling is that it wasn't enough, even though. Also, Thomas sagt, das war ein Spiel mit sehr, sehr verschiedenen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben sie sehr gut gespielt, es hat alles sehr gut funktioniert. Sie hatten sich viel vorgenommen und die erste Halbzeit lief perfekt für die Mannschaft und in der zweiten Halbzeit dann eben nicht mehr so in dem Maß. Es war also wirklich ein Spiel mit 2 extrem unterschiedlichen Hälften und eigentlich haben sie in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, dass alles sehr, sehr gut läuft und am Schluss hat man gemerkt, es hat eben dann doch noch irgendwas gefehlt. Es war aber trotzdem schon ein Zeichen dafür, dass Werder nicht nur, wie manche es ja darstellen wollen, steht und fällt mit der Form von Max Kruse, sondern die ganze Mannschaft hat in der ersten Halbzeit auch ohne ihn gut gespielt und ohne die anderen Spieler, die gefehlt haben. Wenn wir jetzt die Tabelle sehen, es hätte Platz 14 sein können, jetzt ist es Platz 16. What's the difference jetzt during the winter break? If you spend the next weeks on rank 16 instead of 14, doesn't it make a difference for you? No, it doesn't make a difference in the way we approach our preparation. Of course, in the end of the season, 2 points matters, and the goal is just to make sure that those 2 points are not deciding whether we are in the bottom or just above the line. But of course, in the end, you know, we lost 2 points today. We didn't win one, and that's the feeling we're having at the moment. But it doesn't change much. We know we have to keep on performing and getting more points than we've done so far, and then I'm still sure that we'll have a good spell in the Hinrunde. Yeah. Hopefully, like last year when we had an incredible spell. Jetzt habe ich ihn gefragt, ob es irgendeinen Unterschied macht, die Winterpause jetzt nicht auf Rang 14, was ja beim Sieg der Fall gewesen wäre, sondern auf Platz 16 zu
verbringen. Er sagt, nein, das macht jetzt in der Art und Weise, wie wir weiterarbeiten, keinen Unterschied. Die 2 Punkte, die sollen hoffentlich am Ende keinen Unterschied machen. Sie haben eindeutig heute 2 Punkte verloren und nicht einen gewonnen. Und jetzt werden sie alles tun, damit diese 2 Punkte am Schluss nicht in irgendeiner Form ins Gewicht fallen. Wenn wir noch über was Positives reden wollen, ihr macht in den letzten Wochen den Eindruck, dass ihr gegen jeden Gegner selbstbewusst auftretet und bestehen könnt. Kann man sagen, dass das ein großer Unterschied ist zu den ersten Saisonwochen, dass wir jetzt nach Dortmund fahrt und sagt, wir können da vielleicht auch gewinnen, dass ihr nach Leverkusen fahrt, das sind ja sehr gute Mannschaften, und dass ihr vom Kopf her, du hast eben das Wort Mentality benutzt, dass ihr da einfach jetzt anders aufgestellt seid? Yeah, I think that's during this half season there's been a big change in mentality in how we approach the games, and you know it's this is a game that we feel we have to win. We like with bold have to win, and going to Dortmund, you know, we also had the feeling that we could win, and that's important for us in this situation. And these wins are very important in the end to get them against bigger teams, and we have that feeling everywhere we go. We have a chance, and we also need to take that chance sometimes and get those 3 points that are unexpected. Jetzt habe ich nach der Mentalität gefragt, also ob das vielleicht der große Unterschied ist, und er bestätigt das und sagt, diese Mentalität hat sich durch die Saison entwickelt eigentlich, das war in den ersten Wochen noch nicht so, und jetzt ist es eigentlich so, sie fahren wirklich in jedes Spiel und haben das Gefühl, wir können da was holen, und solche Siege wie in Dortmund, die wirklich unerwartet kommen, das sind am Ende die vielleicht den Unterschied ausmachen, ob eine Saison erfolgreich wird oder nicht. You can even say that the result of Leverkusen was kind of a proof that even if you have a not so good day and not so good performance, you only lose 1-0 at a very, very good team. Was it kind of a proof that the team functions, that it does work together, and that it is stable and solid? Yeah, maybe you can also talk about the Stuttgart game at home, where we don't play our best game compared to Hanover. That was a better game, and it's as I said before, again, very important to win when you're not performing 100%, and that will make the difference in the end of the season. And you know, speaking of Leverkusen playing a not so good game, only losing 1-0, I don't care so much about that, because it's 0 points, but it's more important to get those wins, and you know, right now I can't wait for it being our turn to get a goal in the last second and get a point or 3 points. You know, we've been lacking that a little bit. Ich habe gerade gefragt, ob nicht auch das 0:1 in Leverkusen eigentlich sogar ein Indiz dafür war, dass die Mannschaft lebt und funktioniert, weil es war definitiv eines der schlechteren Spiele der letzten Wochen, und trotzdem verliert man eben nur 0:1 bei einer Mannschaft, die im Champions-League-Bereich spielt und nicht zu den Schlechten in der Liga gehört. Und er sagt, das ist ihm egal, er hat verloren, oder sie haben verloren in Leverkusen. Das ärgert so oder so, und da ist es egal, ob man gut oder schlecht gespielt hat, aber das Spiel gegen Stuttgart ist vielleicht ein Indiz dafür gewesen. Da hat man wirklich nicht so gut gespielt und hat das Spiel dann trotzdem schmutzig nach Hause gebracht mit 1:0. Das, denke ich, ist das, was die Mannschaft auch auszeichnet, dass sie nicht nur in den guten Tagen, sondern auch in schlechten Tagen punkten kann. Thomas, you have the memory for a very, very strange second leg of the last season, where you won everything and you almost ended up in the Euro League. What do you think? What is possible with the current squad? I think everyone in the squad is quite sure that you're better than rank 16. How do you think? Where would you see the quality of the team? I agree. You know, I don't feel like we, with our quality, should be here. You know, it is deserved where we are at the moment. We had a very bad start of the season, and you know, I'm sure that when we start in January, we will have a longer period with decent performances and decent results, and you know, I'm 100% sure that we will see kind of the same as last year. You know, it's not easy going 11 games and 9 wins and 0 losses. So that's maybe a big wish, but something like that, I'm confident we can perform. Ich habe nochmal an die letzte Rückrunde erinnert, die ja wirklich für Werder fast in der Europa League geendet hätte, und habe gefragt, was denn mit der jetzigen Mannschaft in seinen Augen noch möglich ist, weil wenn man mit Spielern spricht, dann sagen die eigentlich alle, wir haben
eigentlich die Gewissheit, dass wir von der Qualität her wirklich deutlich besser sind als Platz 16 und da unten nicht reingehören. Und er sagt, er sieht es auch so, die Mannschaft ist besser und er hofft sehr, dass, wenn sie aus der Winterpause kommen, in den ersten Spielen des neuen Jahres, man durch vernünftige Ergebnisse sehr schnell zeigen kann, dass man weiter oben in der Tabelle hingehört. Thomas, thanks a lot. Have a great match Wednesday against Freiburg and a good second leg of the season. Thank you. Jetzt gibt es Autogramme, also wer immer möchte, jetzt bitte jegliche Zurückhaltung verlieren, jetzt kann es losgehen.